Ja, liebe Schwestern und Brüder, die hier Dienst haben heute in der Messe, die wir Streaming feiern. Auch liebe Schwestern und Brüder zu Hause, ich wünsche Ihnen einen schönen Morgen und ein herzliches Willkommen zu unserer Messe heute hier in unserer Kirche, Heilige Familie. Wir wollen nun unseren Gottesdienst beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch und mit deinem Geiste. Ja, liebe Schwestern und Brüder, auf den Namen des dreifaltigen Gottes sind wir alle getauft. Damit wurde unser Leben ganz eng verbunden mit dem Geheimnis Gottes.
mit dem Geheimnis Gottes, der dreifach wirkt in dieser Welt. Gott, der dreifach wirkt in unser Leben hinein. Er ist da. Wir haben letzte Woche das Hochfest Pfingsten gefeiert. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Er soll erinnern jeden Tag an die Botschaft Jesu. Er soll uns wachhalten für das Wirken des göttlichen Vaters. Darum feiern wir heute Dreifaltigkeit direkt nach Pfingsten. Denn der Heilige Geist ist die kraftvolle Energie, durch die Jesus im Gedächtnis der Menschen bleibt. Im Gedächtnis gehalten wird durch all die Sonntage des Jahreskreises, die jetzt beginnen. Den rufen wir in der Kyrie und bitten wir um sein Erbarmen. Gott Vater, Schöpfer und Vollender, Ursprung und Ziel. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Gott Sohn, Erlöser und Heiland, Wort und Tat Gottes. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Gott, Heiliger Geist, Tröster und Begleiter, Kraft und Energie Gottes. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gott soll diesen Erde sein Lasset uns beten. Herr himmlischer Vater, du hast dein Wort und dein Geist in die Welt gesandt, um das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren. Gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen und die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den Namen des Herrn aus. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte: Wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, in unserer Mitte. Weil es ein hartnäckiges Volk ist, musst du uns unsere Schuld und Sünde vergeben und uns dein Eigentum sein lassen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, freut euch, kehrt zur Ordnung zurück, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesu Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre sei dem einen Gott, der war und der ist und der kommen wird. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sei dir Christus. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir hören von Berichten, von Nachrichten viel heutzutage. Überall in der Welt gibt es keine Unruhe. Wir sehen auch, was eigentlich heutzutage passiert in Amerika. Die Kniebeuge als Protest. Ja, liebe Schwestern und Brüder, das ist die Botschaft der Nachrichten der letzten Tage aus Amerika. Nach dem Tod von George Floyd verbindet die Kniebeuge
Demonstranten, Polizisten, Fußballer in aller Welt im Protest für die Würde eines jeden Menschen. Unabhängig von seiner Hautfarbe, seinem Reichtum, seiner Religion und Neigung, seiner politischen Meinung, die Kniebeuge als Protest, neu entdeckt durch die Demonstranten in Amerika. Liebe Schwestern und Brüder, wir machen jedes Mal eine Kniebeuge, wenn wir in die Kirche reinkommen. Unsere Kniebeuge ist auch ein Protest für die Würde aller Menschen, die Kinder Gottes sind, Ebenbilder seiner Größe, von ihm ohne Unterschied geschaffen. Unsere Kniebeuge, sie ist auch ein Protest für die Ehre Gottes, der unser ganze Liebe verdient hat und der mit uns zieht durch alle Tage unseres Lebens, wie Mose heute in der Lesung aus Exodus bekennt. Denn unser Gott liebt. Er liebt nicht einfach, das entspricht nicht seiner Größe. Unser Gott liebt dreifach. Unser Gott liebt dreifach. Der Vater liebt seine Schöpfung und gibt keine Ruhe in Einheit mit dem Heiligen Geist, bis seine Schöpfung vollendet ist. Seine Schöpfung sind wir alle, seine Menschenkinder, Sie und ich, jeder Mensch, die auf der Welt leben können. Der Sohn lebt so sehr uns Menschen, dass er sich ganz und gar in unser Leben hineinkehrt. Hineinkehrt in den Stall, hineinkniet in unsere Arbeit, hineinkniet in die Erfahrung einer Familie, die Freude und Verständnis bringt, die in der Erfahrung auf der Straße unterwegs zu sein, von den Menschen gemieden, in Gefängnis zu enden, am Kreuz zerschlagen. Ja, Gott kniet sich hinein in diese Welt und macht sie zu seinem Reich durch Jesus Christus, seinem Sohn. Letztlich glaube ich, die Kniebeuge als Protest in diesen Tagen. Sie ist auch dem Wirken des Heiligen Geistes zu verdanken, der Menschen bewegt, in die Knie zu gehen, als Einsatz für die Würde und für das Recht eines jeden Menschen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, die Kniebeuge als Protest, das ist nur diesen Weg, wir heute nachdenken müssen. Das wird eines der Bilder sein, die aus dem Jahr 2020 in Erinnerung bleiben. Die Kniebeuge als Protest. Sie lässt uns bewusster unsere Kniebeuge in die Kirche machen, als unser Zeugnis, unseren Protest für unseren Gott, der uns Menschen dreieinig liebt und dreifach bittet, einander mit Würde und Respekt zu behandeln und uns die Botschaft schenkt, dass unser liebender Gott sich dreifach um uns kümmert. Es gibt einen Gott, der verdient hat, dass wir von ihm Knie beugen und diese Demut erkennen. Wir alle sind seine Töchter und Söhne einander anvertraut. Amen. Wir bekennen unseren Glauben.
Unser Gott liebt, dreifach kümmert er sich um uns. Wir alle sind Schwestern und Brüder im Augen Gottes. So beten wir mit vollem Vertrauen zu ihm. Stärke alle, die kämpfen für die Würde eines jeden Menschen. Stärke sie. Stärke sie. Ermutige alle, die sich einsetzen für Menschen in Not. Ermutige sie. Ermutige sie. Erfülle alle, die verliebt sind, die mit Freude Vater und Mutter, Oma und Opa sind. Erfülle sie. Erfülle sie. Leite alle, die Verantwortung haben für das Wohl ihrer Völker, für Gerechtigkeit und die Würde eines jeden Menschen. Leite sie. Leite sie. Vollende das Leben unserer Lieben, die uns vorausgegangen sind, in die Freude deiner Herrlichkeit. Vollende sie. Vollende sie. Dreifaltig bist du in deiner Liebe zu uns Menschen, lieber Gott. Dreifaltig bist du in deinen Werken für uns. Dafür preisen wir dich und freuen uns auf die Gemeinschaft mit dir in deiner lichtvollen Ewigkeit. Amen. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, der du schenkst uns das Brot und Frucht der Erde. Aber wir bringen dieses Brot vor deinen Dienst an, dass du es das Brot ist. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, der du schenkst uns den Namen des Ganz schön zu werden, es wird aber wir bringen dieses Gepriesen bist du, Ewigkeit. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Gott, unser Vater, wir rufen deinen Namen an über Brot und Wein. Heilige diese Gaben und nimm mit ihnen auch uns an, damit wir dir auf ewig gehören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Der Herr sei mit euch.
Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist bist du der ein Gott und der eine Herr, nicht in der Einzigkeit einer Person, sondern in der drei Personen des einen göttlichen Wesens, was wir auf deine Offenbarung hin von deiner Herrlichkeit glauben. Das bekennen wir ohne Unterschied von diesem Sohn. Das bekennen wir von Heiligen Geiste. So beten wir an ihn, Lobpreis des wahren und ewigen Gottes, die Sonderheit in der Personen, die Einheit im Wesen und die göttliche Fülle in der Herrlichkeit. Dich loben die Engel und Erzengel, die Cherubim und Seraphim, wie aus einem Mund preisen sie sich Tag um Tag und singen auf ewig das Lob deiner Herrlichkeit. Vater, dir sei Dank und Lob. Preis sei ihm, dem großen König, der da kommt in Herrlichkeit. Hosianna, Hosianna, o gelobt in Ewigkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich,
Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche berufen sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, Liebe ist Quellpunkt der Gottesbeziehung. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind in uns die Quelle vom Leben und Liebe. Bei Gott dürfen wir das Leben finden. In Dankbarkeit für dieses Geschenk beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Kniebeuge als Protest, die Kniebeuge als Zeichen der Gewaltlosigkeit, die Kniebeuge als Bekenntnis um Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Schenken wir ein liebevolles Blicken aneinander und grüßen wir mit Friede. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Sei aus der von Schuld befreit. Am Gottes schenk wahres Leben, erbarm dich unserer Zeit. Am Gottes zu zerschlagen, stets Opfer von Unmenschlichkeit. Am Gottes für uns erklagen, erbarm dich unserer Zeit. Am Gottes, dein Kreuz, dein Leiden, den Frieden, den die Welt
vermeiden, was Gott verletzt, liebt. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünder der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Liebt einander, wie euer Vater euch geliebt hat.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Erhalte uns durch dieses Sakrament in wahren Glauben und im Bekenntnis des einen Gottes in 3 Personen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich bedanke mich ganz herzlich für die Mitfeier des Gottesdienstes zu Hause durch Internet im Stream. Ich bedanke mich auch alle, die hier Dienst gemacht haben. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Gott behüte uns alle dreifach. Ich wünsche Ihnen, dass diese Botschaft Ihnen gut tut und Sie wohlbehütet diesen Sonntag feiern. Der Herr mit euch. Gott, unser Vater, segne euch mit allem Segen des Himmels, damit ihr rein und heilig lebt vor seinem Angesicht. Er lehre euch durch das Wort der Wahrheit, erbilde euer Herz, Evangelium Christi und gebe euch Anteil an seiner Herrlichkeit. Er schenke euch jene brüderliche und schwesterliche Liebe, an der die Welt die Jünger Christi erkennen soll. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.